Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Gute, meine lieben Joule-Junkies, ich bin's wieder, euer AK und heute mit einem wirklich, gefühlt sage ich das eigentlich immer, aber heute wirklich mit einem ganz, ganz besonderen Video für mich. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen, machen wir nicht lang rum. Heute geht es um die brandneue Heckler & Koch P7 M13. Das Ganze gebaut von VFC. Kam ziemlich überraschend, wurde, weiß ich nicht, vor 3 Monaten irgendwie angekündigt und zack, ist er da. Der Traum, der mich schon sehr, sehr lange geplagt hat, wann kommt das Ding endlich auf den Markt? Ja, und damals bei Instagram hatte ich ja auch so einen Post gemacht, VFC, do it. Wenn ich den noch finde, blende ich den natürlich noch mal ein. Ja, knapp 4 Jahre später ging der Traum dann halt in Erfüllung. Ja, zwecks Alternativen, gleich vorweg, das Teil ist natürlich sackenteuer, kostet 300 Euro UVP, wird auch meist so verkauft. Und ja, aber sind wir mal ehrlich, zwecks und mangels Alternativen haben wir keine Alternative. Was haben wir denn als Alternative, wenn einer noch eine bekommt? Eine Tokyo Marui Spring P7 M13 oder halt mit etwas ganz viel Glück auf dem Gebrauchtmarkt haben wir dann noch die MGC. Auch sehr schönes Modell. Grüße gehen raus an Pydragor. Der hat da 3 Stück und hat auch natürlich schon ein Video dazu gemacht. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. So, ich würde sagen, nach dem Intro geht's los. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken und Abfahrt. Gut, auspacken, ganz schnell, knackig. Hier übrigens so ein süßer kleiner Karton. Bleiben wir auch mal gerade beim Karton. Da ist nämlich irgendwie sowas ganz Komisches drauf. Sind 2 merkwürdige Sachen drauf, die mir direkt aufgefallen sind. Einmal P7N13 BLK steht für Black oder Schwarz. Würde jetzt für mich bedeuten, es käme auch noch mal so eine silberne Version raus oder so eine vernickelte Version, wie sie es jetzt bei der ja, Walter PPK machen. Wäre natürlich auch geil, ne? Schickes Teil. Und zudem ist mir aufgefallen, 05-2025. Das heißt, das Teil war wohl schon länger in Planung. So. Auspacken, sehr unspektakulär. Waffe, Magazin. Magazin ist in der Waffe eingelegt, in der P7. Und wäre normal noch eingepackt gewesen hier in diesem Plastik. Dann haben wir noch einmal hier so eine Beschreibung. Und dann haben wir hier noch eine Bedienungsanleitung, wie das Ganze funktioniert. Wir sind natürlich Männer und lesen uns das nicht durch, weil wir wissen, wie das funktioniert. Aber was sehr, sehr interessant ist, ist nämlich hier ist direkt eine Partsliste dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das neu ist, aber sie haben es mit reingepackt. Und zudem sind hier auch nochmal alle Daten. Was? Moment, das müssen wir jetzt hier gerade mal durchgehen. Also, hier Power Source, ne? Airsoft Gas ist logisch. Kaliber 6 mm BB ist auch logisch. Unter 1 Joule, 100 Meter Sekunde. Magazinkapazität 16 Schuss. Dann haben wir hier, ja, wird wahrscheinlich die Gaseffizienz sein. Schusskapazität wird das genannt. 30 Schuss. Dann haben wir maximaler Gefahrenbereich bis zu 250 Meter. Das ist schon sehr optimistisch. Dann das Gewicht 180 Gramm und die Gesamtlänge von 165 Millimeter. Ja, alles andere, technische Daten, werde ich euch natürlich wie immer unten verlinken. Und falls euch das Video jetzt schon gefällt, lasst mir gerne Däumchen nach oben da und ein Abo. Das bringt mir sehr viel. Euch kostet es nichts. Und ihr dürft natürlich das Video auch gerne teilen. So, fangen wir am besten mit der Verarbeitung an. Dazu muss ich jetzt sagen, ich habe das Teil natürlich jetzt schon 1, 2 Tage hier.
habe mich intensivst damit befasst und ja, es macht einfach Spaß. Die Verarbeitung hier ist alles in allem, ich sage jetzt mal zu 95% eigentlich sehr, sehr gut gelungen. Man hat hier keine großartigen Gussnähte, es wird alles sehr schön gefinisht. Auch das Finish ist wirklich sehr schön. Wir haben sehr viele Stahlteile, da komme ich gleich zu. Einziger Wermutstropfen hier ist, ja, ihr seht das Magazin, die Beschichtung hier, die löst sich relativ schnell ab. Und hier am Abzugsbügel hat man noch so ein, zwei kleine Stellen. Hier hat man wirklich tatsächlich so eine kleine Gussnase. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur bei meiner ist oder ob das generell so ist. Könnt ihr das vielleicht hier sehen? Hier so eine kleine Gussnase. Ja, ist nicht schön. Aber naja, was will man machen? So, durchladen macht auch Spaß. Wie gesagt, ich bin hin und weg. Ich musste unbedingt eine haben, mir war der Preis egal. Gut, dann checken wir jetzt am besten mal direkt am Anfang, welche Teile sind alle aus Stahl. Hier ist wirklich sehr viel Stahl verbaut. Okay, also wir haben den Abzug. Abzug ist aus Stahl gefertigt. Mega. Die Visiere sind aus Stahl. Also Kimmer und Korn. Der Zerlegebügel hier, der Drücker heißt wirklich Drücker, tatsächlich. Ist nicht aus Stahl. Die Riemenöse ist aus Stahl. Hier hinten das kleine Verschlusskäppchen ist aus Stahl und natürlich der Fake Firing Pin oder der Fake Schlagbolzen, könnt ihr sehen. Den kann ich hier mit dem Magnet rausziehen. Der ist aus Stahl. Magazin-Auswurfhebel ist leider nicht aus Stahl. Gut, Schrauben, logisch, die sind aus Stahl gefertigt. So, dann zerlege ich die Waffe gerade mal. Zum genauen Zerlegen komme ich dann gleich. Im Inneren, hier ist übrigens der Fake Schlagbolzen. Ist natürlich aus Stahl gefertigt. Feder ist aus Stahl. Dann geht es hier drin weiter. Hier ist nämlich die komplette Hammer Unit, beziehungsweise Internals der Hammer Unit. Hammer ist aus Stahl. Valve Knocker Locker ist aus Stahl. Das Gestänge hier ist alles aus Stahl. Beidseitig sind diese Gestänge aus Stahl. Das Teil hier ist nicht aus Stahl. Gucken wir uns gleich noch an. Ja, und so weiter und so fort. Der Außenlauf ist aus Edelstahl und ja, können sehen, der hat schon ein paar Kratzer von der Feder abbekommen, aber okay. Und der ist nicht gesteckt, nicht aus einem Stück. Der Outer Barrel ist geschraubt. Das bringt jetzt mich wieder auf ganz dumme Gedanken und ihr könnt euch bestimmt auch schon denken, welche. Haut's mal unten in die Kommentare. Gut, ich baue das Ganze mal schnell wieder zusammen und wie ihr seht, das geht eigentlich auch relativ easy und fix von der Hand. Dann kommen wir gerade schnell zur Bedienung. Die ist relativ simpel, ist eigentlich eine simple Pistole. Man muss halt nur damit wissen, umzugehen. So, Abzug, ich meine, Abzug erklärt sich von alleine, was der macht. Der ist links und rechts bedienbar. Dann haben wir hier den Magazin-Auswurfhebel, der ist auch links und rechts bedienbar. Und damit wirft man das Magazin aus. Dann haben wir hier vorne einmal den sogenannten Spanngriff. Den muss man festgreifen, damit die Pistole auch abgeschlagen werden kann. War damals bei der P7 bzw. bei der PSP schon ein riesen Sicherheitsfeature, will ich das jetzt mal nennen. Da, damals war die Pistole in den 1900, wann wurde die entwickelt? 1976. 1978 kam sie auf den Markt und wurde auch unter anderem im Zuge des Attentats in München
bei der GSG 9 eingesetzt, da ein größeres Kaliber gefordert wurde und wurde auch unter anderem bei der Bayerischen Landespolizei verwendet. Ja, das Teil hatte schon ein paar Abnehmer, weil zuverlässig, präzise und vor allem ja, sicher. Aber okay, bevor wir jetzt abschweifen, machen wir weiter mit der Bedienung. So, wie gesagt, Spanngriff muss einmal komplett gedrückt sein, bis hinten der Fake Firing Pin oder der Fake Schlagbolzen rausguckt. Durchladen, logisch, wie bei jeder Pistole. Aber jetzt haben wir hier natürlich keinen Verschlussfanghebel, den man von außen betätigen kann. Deswegen war das damals auch schon so, war auch schon so ein Feature. Wir können den Schlitten nach vorne schnellen lassen, indem wir den ja, Spannhebel einmal drücken. Und damit wäre die Waffe auch direkt wieder schussbereit nach dem Magazinwechsel. Man kann natürlich dann auch den Verschluss hinten arretieren. Ihr seht, hier ist, ja, sieht aus wie so ein kleines Metallplättchen, ist aber ein komplett integriertes Teil, ist ein Teil, quasi, das ist eine Verlängerung vom Verschlussfanghebel. Das heißt, wenn man die Waffe einmal so durchlädt und den reindrückt, greift der Verschlussfanghebel und man kann die Waffe hinten oder den Verschluss kann man dann hinten arretieren und dann kann man da einen Sicherheitscheck machen. Um den Verschluss dann jetzt wieder nach vorne schnellen zu lassen, auch wieder hier einmal drücken, abziehen, Waffe ist gesichert, sicher. Hier tut sich nichts mehr. Um euch das mal so zu zeigen, habe jetzt einmal durchgeladen. Ich kann hier den Abzug drücken, so lange wie ich will, wie beim Original. Hier passiert nichts. Heißt, es muss erst der Squeeze-Cocker, ja, wie es im Englischen heißt, der Spanngriff muss erst komplett gedrückt sein, bis hinten der Schlagbolzen rausguckt. Und erst dann kann ein Schuss gelöst werden. Dann haben wir natürlich noch Kimme und Korn. Die sind wie angesprochen aus Stahl und haben auch diese ja, leicht grünliche Färbung. Das sind übrigens so Kunststoff-Inlays. Ist sehr schön gelungen. Hätte ich mir damals bei der P8 beziehungsweise ja, bei der P8, bei der USP, hätte ich mir das bei VFC auch schon gewünscht, dass man da solche Inlays in Kimme und Korn verbaut. Ist nämlich originalgetreu. Sieht schick aus. Und so sieht das Ganze aus, wenn man über Kimme und Korn zielt. Ist ein schönes, schlankes Zielbild. Da ich aber jetzt nicht so bin und auch bei dieser Pistole leider nichts perfekt ist, komme ich direkt dazu, bevor ich das am Ende vom Fazit noch vergesse. Ich hatte zwei ganz große Probleme ab Werk. Das heißt, das Teil kam zu mir. Ich wollte natürlich das Teil bespielen und das Magazin war undicht. Heißt, ich musste erstmal die Dichtung neu fetten, die war nämlich furztrocken. Ja, nach ein bisschen Silikonauftrag hier drin und wieder verbaut, war das Ganze dann wieder dicht. Ist trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Dann weiterer dicker Minuspunkt, hier dieses Hitzeschutzblech, wie beim Original auch. Ja, das war ab Werk ziemlich locker. Ihr seht es hier, ich habe es jetzt hier schon mal so ein bisschen gefixt und gemanagt. Hat jetzt leider auch nicht so hundertprozentig gehalten. Oder doch. Hier oben ist nämlich so ein kleiner Haken, ne? Den könnt ihr sehen. Und das Teil, das sitzt nämlich sehr, sehr lose. Entweder ihr habt zwei Optionen, ihr macht hier so einen ganz mini kleinen Klecks Sekundenkleber drauf, dass das Teil sich nicht selbst verselbstständigen kann, oder ihr macht hier, so wie ich das gemacht habe, einen kleinen Streifen Isolierband drauf und dann könnt ihr das wieder, ja, dann kann man das besser festklemmen. Das ist nicht optimal gelöst. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich, wie das bei der originalen P7 wäre oder ist. Auf jeden Fall ist diese Lösung hier nicht schön, aber wenigstens, ja, das rastet wenigstens sauber ein und man muss es schon wirklich mit ein bisschen Kraft runterziehen, damit das rausfallen möchte. Ansonsten, da komme ich auch gleich noch zu, das Hop-Up-Bucking, ich weiß nicht. Das steht für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig ins Hop-Up-Fenster vom Innenlauf.
Ja, ist etwas schade. Gut, dann kommen wir noch zum Magazin, wie eben schon erwähnt. Fast 16 Schuss plus einen in der Kammer. Im Original wäre es halt 13. Und was mir auch aufgefallen ist im Zuge der, ich sage jetzt mal, Reparatur von der Dichtung, die Magazinfeder ist richtig lang und stramm. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Die ist richtig heftig. Die ist quasi, die von der Länge her fast zweimal so lang wie das Magazin, also das Doppelte. Da werde ich dann gegebenenfalls auch nochmal eine andere Magazinfeder verbauen, weil die ist ziemlich lang. Keine Ahnung warum. Warum macht man sowas? Kommen wir erstmal zur Verarbeitung vom Magazin. Ja, Magazin ist halt relativ ordentlich verarbeitet. Ne? Leider Beschichtung löst sich halt schon mal ab. Das ist nicht so schön, hätte man auch besser lösen können, vor allem bei dem Preis. Aber Ventile sind, bin ich jetzt mal der Meinung, so die Standardventile, die VFC halt immer verbaut, die waren auch schon in der Glock verbaut und so weiter und so fort. Einlassventil, schön zu sehen, hier oben und nicht unten. Ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck und ist auch alles jetzt komplett dicht. Dann kommen wir wohl zu dem wichtigsten Punkt für mehr oder weniger eher für die Sammler. Ihr könnt schon sehen, die Beschriftung, die Originalbeschriftung ist übrigens, sieht sehr schön aus, muss man sagen. Leider fehlt hier noch Made in West Germany und ja, ist wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen. Ich kann mir das auch nicht genau erklären, warum, aber es kursieren Gerüchte, dass es nicht drauf stehen darf. Ich hoffe, da kommt irgendwann mal bei VFC, taucht dann mal eine Asia-Version auf, die komplette Markings hat. Ja, wir haben hier auf der Schussrichtung rechten Seite nochmal M13, HK, wie heißt es? Chantilly, VA, das heißt wahrscheinlich Virginia. Und da haben wir hier nochmal so einen schönen weißen eingelaserten Licensed Trademark auf Heckler & Koch GmbH. Ja, das ist ein bisschen nervig, das sieht nicht schön aus. Dann haben wir natürlich auf dem Griffstück, beziehungsweise auf den Griffschalen, haben wir HKP7. Leider auch nicht im Original gehalten. Hier diese Vertiefung, wo der Schriftzug drin ist, die ist sehr tief gehalten, ist bei den Originalen nicht so. Das Ganze haben wir nochmal Schussrichtung rechte Seite. Und dann haben wir zu guter Letzt natürlich noch, ja, was das für eine Pistole ist. Hier Kaliber F und so weiter und so fort. Einmal hier eine Seriennummer, dann haben wir hier HKP7R13. Das ist schon mal sehr schön. Und dann haben wir hier Kaliber 6 mm. Müsste doch eigentlich Kaliber 6 mm BB stehen, oder nicht? Habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Und hier die PTB-Nummer und das F. Und dann haben wir hier unten auch schon Abnutzungsspuren. Das ist auch nicht so schön. Naja. Dann kommen wir am besten gerade mal zum Zerlegen. So, und dafür machen wir einfach mal Sicherheitscheck. Ne? Ist ja nichts drin. Wir benutzen den Magazinauswurf. Und dann lassen wir den Verschluss wieder nach vorne schnellen. Dann müssen wir hier diesen Knopf drücken und dann gleichzeitig einmal bis zu der Stelle ziehen, wo man das so ungefähr an dieser Stelle, kann man sich merken, bis zu der letzten, ja, Serration hier hinten. Die kann man dann da hier so, ja, und dann kann man den Verschluss abnehmen. Die Rückholfeder ist hier vorne im Slide etwas eingeklemmt wegen der Schraube. Vom Korn, wie gesagt, ist aus Stahl. Die Fake-Ausziehkralle ist auch aus Stahl. Finde ich sehr schön. Und ansonsten ist hier echt nicht viel drin. Was natürlich direkt auffällt, warum auch immer die da eine Bohrung reingemacht habe, hier vorne in der Hobab-Unit oder unter der Hobab-Unit, wäre auch das passende Loch, um das Gestänge reinzubauen, wo der Schlitten drüber gebremst ist. Bin mir nicht sicher, warum sie es nicht reingemacht haben. Vielleicht hat es Probleme gemacht. Wäre auf jeden Fall ein schöner Akzent gewesen, wenn es drin gewesen wäre. Ich hoffe, da bringt vielleicht noch mal jemand irgendwann was raus. Das wäre toll. So, die Feder kann man aber auch trotzdem ganz mit einem beherzten Griff einfach rausnehmen. Beim Wiederzusammenbau darauf achten.
Hier vorne der Teil ist etwas dicker und der hintere Teil ist etwas dünner. Der dickere Teil hier muss vorne an den Schlitten bzw. in den Verschluss. So, dann kann man das mal beiseite legen. Und dann haben wir hier schon die Hop-Up-Unit und die ganzen Innereien. So, um das Hop-Up einzustellen, ist eigentlich relativ easy. Es geht schnell von der Hand, ihr habt es gesehen, der Verschluss war sehr schnell unten und ja, hier sind natürlich schon Abnutzungsspuren. Bleibt wahrscheinlich nicht aus. So, das Hop-Up steht jetzt bei mir auf maximaler Stufe und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also ich sehe hier nicht viel vom Hop-Up-Patch und wenn ich mir jetzt mal hier so eine BB nehme, schmeiß die einfach mal kurzerhand da rein und drück die mal so durch. Da ist nicht viel Widerstand. Da ist wirklich nicht viel Widerstand und ich weiß nicht warum. Das System mit dem Hop-Up Arm und mit der Rotary Hop-Up Unit ist eigentlich relativ gut gelöst. Ja? Aber warum? Hört es dann da auf? Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Schauen wir uns aber an. Wir werden das Teil nämlich natürlich auch noch komplett zerlegen. Wenn ihr an dieser Stelle noch irgendwelche Fragen habt, haut die gerne unten in die Kommentare rein, bevor wir hier mit dem Zerlegen weitermachen. Und ich versuche natürlich alles so gut wie zeitnah zu beantworten. Gut, dann fangen wir an mit dem Zerlegen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz schnell mit dem Verschluss an. Vielleicht schauen wir uns den Verschluss noch mal ein bisschen genauer an. Man kann hier sehen, im vorderen Bereich etwas dicker gehalten und verstärkt. Das ist sehr schön. Ja. Ansonsten, das hier ist ein Zinkdruckgussteil und ja, das wollte ich ja auch noch gucken. Das sah nämlich auch verdächtig. Hier vorne, dieses Teil sah mir verdächtig nach Stahl aus, was es auch ist. Das ist sehr gut. Ist sehr viel Stahl verbaut, das muss man denen lassen. Da haben sie sich nicht lumpen lassen und so wie das aussieht, kann man diese Kappe hier hinten auch rausnehmen, wie beim Original, indem man einfach mit einem Schraubendreher mal dran dreht. Da habe ich jetzt natürlich noch nicht genauer geguckt, aber wir probieren es einfach mal. Guten Schrauben, nee, ich will es mir jetzt hier nicht vermacken. Keine Ahnung, werde ich mal bei Gelegenheit dann probieren. So, dann bauen wir erstmal aus. Hier hinten die Unit ist mit 2 Schrauben, könnt ihr ja sehen, verschraubt. Die Schrauben mache ich jetzt erstmal raus. Die sind jetzt auch nicht sonderlich fest. Ob das noch gut ist, weiß ich nicht. 1, 2. Das heißt, man könnte die Kimme theoretisch schon abnehmen. Ne, noch nicht. Und das heißt, wir müssen irgendwie das Teil da losmachen, damit wir die die Blowback Unit rausnehmen können. Und als hätte ich es gewusst, als würde ich es irgendwann mal gebrauchen, habe ich hier so einen modifizierten kleinen Gabelschlüssel. Ich weiß allerdings noch nicht, wie die genau heißen. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall muss man dieses Käppchen hier im Uhrzeigersinn quasi einmal drehen. Und dann kommt das schon rausgeflutscht. Da ist auch ein Ohrring drauf, das ist schön. Und die Feder am besten auch mal raus. Und dann kann man hier die Hop-Up Unit einmal die Hop-Up Unit schon wieder. Nein, das ist keine Hop-Up Unit, das ist die Blowback Unit. Ganz entspannt rausnehmen. Wer jetzt noch will, kann natürlich die Schraube vom Korn auch noch lösen. Das spare ich mir jetzt aber mal. Und dann können wir hier das Teil rausnehmen. Wie gesagt, ist aus Stahl. Und dann kann man die Blowback Unit natürlich auch weiter zerlegen, indem man hier dieses Teil rausnimmt. Hier ist dann auch gleichzeitig die Rückholfeder vom Nozzle verbaut. Und das Nozzle an sich, hier ist auch Stahl verbaut, so wie es aussieht. Jupp. Ja, wie ihr sehen könnt, ist kein Standard-Nozzle von der Stange. Hier ist keine separate Kolbendichtung. Interessant.
Und das fällt mir jetzt erst auf. Die haben es schon wieder gemacht. Die sind echt, das sind Füchse. Guck mal, hier das Loading Nozzle, wenn man sich mal den vorderen Teil wegdenkt, das sieht aus wie eine 9 mm Patrone. Witzig. Sehr cool gemacht. Sehr cool gemacht. Ja, dann haben wir hier drin noch Jet Nozzle. Das baue ich jetzt mal nicht auseinander. Habe ich meinen kleinen Schraubenzieher. Hier ist das Jet Nozzle. Ja, das war alles ab Werk gut gefettet. Hier so ein O-Ring drauf. Das Ganze hier läuft auch schön, ja, relativ geschmeidig hier drin. Also ich hatte jetzt noch keine großartigen Probleme damit. Und bei genauerem Betrachten sieht man auch hier, dass hier Ventilationslöcher verbaut sind. Hier sind Ventilationslöcher im Nozzle. Schick. Das macht einen wertigen Eindruck. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde das von jetzt auf gleich einfach kaputt gehen. Das ist schon mal sehr schön. Gut, dann kommen wir zum Zerlegen vom Lower Receiver oder vom Griffstück. Und dafür müssen wir erstmal die Griffschalen abmachen. Dafür nehmen wir hier links und rechts die zwei Schräubchen einfach raus. So, wenn ihr die Schrauben dann raus habt, ich habe bewusst jetzt mal die Seiten noch nicht abgemacht, beziehungsweise die Griffschalen. Hier gibt es einen kleinen Trick. Man muss auch wieder beim Demontieren und Montieren, muss man die Griffschalen etwas nach vorne ziehen und dann vorsichtig nach oben hebeln. Hier vorne ist nämlich noch, könnt ihr sehen, so eine kleine Nase dran, die greift innen im Rahmen in eine kleine Nut, da. Und ja, die kann man sich bei Unwissenheit schnell abbrechen und dann wird es ein bisschen doof. Und das muss ja nicht sein, deswegen macht man das alles vorsichtig. So. Dann sehen wir erstmal hier die ganze Mechanik. Vielleicht erkläre ich euch gerade mal, wie die ganze Mechanik funktioniert. Und zwar ist es eigentlich recht simpel. Wir haben hier natürlich die Mechanik, sieht man einmal auf der Seite, den Griffspanner. Falls ihr auch eine habt und ihr dieses komische Klickgeräusch beim kompletten Durchziehen des Spanngriffs kommt, das kommt hier von diesem silbernen Teil. Das ist nämlich quasi mehr oder weniger die Entspannfunktion, wenn der Schlitten offen steht. Ne, könnt ihr sehen, ich halte jetzt mal den Gegendruck drauf. Das zieht oben die Arretierung weg, sodass ihr den Verschluss nach vorne schnellen lassen könnt. Ja, das ist schon alles. Wie gesagt, dieses Klickgeräusch kommt daher. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite, auf der Schussrichtung rechten Seite, die weitaus mehr, ja, es sieht kompliziert aus, ist es allerdings im Grunde nicht, wenn man den Abzug nicht oder den Spanngriff nicht ganz zieht. Könnt ihr hier sehen, dann tut sich hier nichts. Hier diese Kralle ist übrigens, hier ist alles aus Stahl, dieses Gestänge ist aus Stahl. Leider der Magazinhaltelösehebel nicht. Und was das Teil hier macht, da bin ich mir auch noch nicht so ganz genau sicher. Ich glaube, das ist das müsste der Disconnector sein, wenn abgeschlagen ist. Das testen wir gleich mal. So, ich drücke jetzt den Griff einmal ganz durch und dann könnt ihr hier oben sehen, dann schiebt sich dieses Gestänge über den Auslöser bzw. über das hier vom Hammer. Beim Betätigen vom Abzug wird das Ganze einfach über Hebelkraft nach unten gedrückt und der Hammer ist entspannt. Eigentlich relativ simpel. Einmal gespannt, einmal abgeschlagen und jetzt kommt der Schlitten repetiert und ja, das ist der Disconnector. Ich hoffe, das war jetzt einfach und verständlich. So, machen wir weiter mit dem Zerlegen und zwar müssen wir erstmal hier diesen Pin rausmachen. Hier unten vom Spanngriff. Der sieht jetzt so aus, als würde der nicht allzu fest sitzen, deswegen mache ich das gerade mal nicht damit.
Na, nehmen wir mal das hier. So. Ach, der geht ja wirklich easy raus. Da hat man hier nicht so viel Stress. Kann man auch den Spannhebel ein bisschen oder den Spanngriff etwas bewegen, dann fällt der Pin einfach von alleine raus. Und dann gibt es natürlich bestimmt den kleinen Trick, dass man hier einmal, weil hier unten kommen wir so nicht vorbei, müssen wir einmal hier spannen und den unteren Teil nach vorne wegziehen. Und dann hier auf das Gestänge aufpassen, dass das ausgehängt wird. So, und dann hat man hier quasi schon den Spanngriff einmal komplett in der Hand. Hier sind kleine Federn drin. Oder eine Feder, die ist hier eingefädelt. Ja, dem Original weitestgehend nachempfunden. Das heißt, ja, ist natürlich ein bisschen anders, aber naja, okay. Das ist jetzt nicht so schwierig. Hier die Feder von dem Spanngriff, die kann man ruhig drin lassen, da braucht man nichts rausmachen. Was ich noch anmerken wollte eben schon, die Feder von dem Zerlegedrücker hier, die ist wirklich, ja, die ist sehr, sehr lasch. Also da würde ich tatsächlich noch eine stärkere Feder einbauen. Mir ist es nämlich schon passiert, dass der Verschluss auch einfach ohne Betätigen manchmal runterkommt. Hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass dass das Teil hier nicht so unter einer krassen Federspannung ist. Deswegen, ich würde empfehlen, da vielleicht noch eine stärkere Feder reinzumachen. Wenn wir soweit sind, schaue ich mir das Ganze natürlich dann nochmal an. Gut, dann machen wir mit dem Offensichtlichen weiter. Wir machen erstmal hier diesen Hebel raus. Der war jetzt aber auch nicht sonderlich fest. Das ist eine Schraube und der Hebel, das sitzt dann so zusammen. Das guckt dann ein Stück hier unten raus, könnt ihr sehen, das greift hier in den Magazinlösehebel ein. Auf der anderen Seite hätten wir das gleiche Spiel dann auch nochmal, dann kann man das gerade machen. So, hier ist natürlich Federspannung drauf, dann kann man das hier mit dem Daumen ein bisschen festhalten und dann kann man die Schraube da auch rausmachen, legen wir das alles beisammen. Dann kommt der Magazinlösehebel samt Feder natürlich dann auch schon raus. Wie gesagt, leider ein Gussteil. Schade, kann ich nicht verstehen warum, aber es ist halt was es ist. Gut, dann machen wir weiter hier oben mit dem Verschlussfanghebel. Die ganzen Schrauben sind nicht sonderlich fest, sind aber ist das ein Gummi? Nein, ist kein Gummi drunter. Und dann könnte man den theoretisch schon einfach wegnehmen. Es sei denn, nein, da ist die Feder noch drin, da muss man wahrscheinlich hier die Schraube auch noch lösen. Dann kann man das alles in einem Stück sehr entspannt lösen. Die Feder bleibt da drin, das ist sehr schön. Das Ganze sieht dann so aus. Und dann hat man hier die Seite eigentlich fast schon mal blank. Dann kann man hier gerade mal ein bisschen feucht durchwischen. Ne? Ja, hier sieht man dann natürlich auch schon Abnutzungsspuren von dem Griffspanner. Naja, man sieht es halt eh nicht, aber naja, es ist halt was es ist. Was willst du machen? So, und dann kann man hier den Disconnector noch rausmachen. Die Schrauben nicht vertauschen später. Das ist hier der Disconnector, wie gesagt, ist leider auch nur ein Gussteil. Kann ich jetzt auch nicht verstehen, weil hier schon Stahl ist. Also das kann jetzt nicht so teuer gewesen sein, dass man da keinen Stahl reinmacht, aber okay.
So, und jetzt ist die Frage, wie bauen wir am besten die Hop-Up-Unit aus? Die sieht nämlich so aus, als müsste dafür nicht der Abzug raus, sondern, oder? Nein, nee, doch. Der Abzug muss leider raus, weil hier unten drunter ist noch ein Schräubchen versteckt, welches man so leider nicht rausbekommt. Ne, egal in welche Richtung. Also das wird leider nicht ohne Demontage vom Abzug funktionieren, aber okay. Dann machen wir das schnell mal, den Abzug raus. Vielleicht kommt man da auch... Ach ja, der lässt sich auch ganz bequem von der Seite. Okay, nehmen wir mal die Seite. Die Abzugfeder ist auch recht entspannt. Die sitzt so hier oben drin. Die ist auch nicht sonderlich schwergängig. Nicht, dass die kleine Feder hier jetzt noch fliegen geht. Einmal vorsichtig durchstoßen. So. Ja, lässt sich aber auch dann wieder entspannt zusammenbauen. Da könnt ihr sehen, das kleine Federärmchen da, das liegt dann am Gehäuse an und dann hat man da auch schon keinen Stress mehr mit. So. So sitzt die Feder da drin. Behalten wir uns mal im Hinterkopf und dann könnte man theoretisch den Abzug, ja, theoretisch. Der sieht ziemlich so aus, als wäre der ziemlich nah am Original. Wie gesagt, der ist ja auch aus Stahl. Na? Finde ich schon mal sehr gut, dass VFC dahingehend schon mal Stahl verbaut hat. Und hier die Kralle, die kommt dann auch hier so da rein. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ich habe es mir echt komplizierter vorgestellt, aber es ist doch recht simpel gehalten. So, jetzt ist natürlich dann die Frage... Die Hop-Up-Unit muss dafür die 2 Schrauben raus oder nicht? Also hier sind alle Schrauben raus. Die Schraube saß etwas fest. Bist du jetzt schon lose? Nein, du hängst da unten noch. Ja, die Hop-Up-Unit geht bis ganz darunter. Das heißt, wir müssen die Schraube auch rausmachen. Aber zum Glück kommt die Feder da auch gerade mit raus. So, die sitzt dann so damit da drin. Nicht verlieren und dann sollte man theoretisch Hop-Up-Unit einmal nach oben rausnehmen können. Jawohl. So, und hier ist das, was ich eben gemeint habe. Hier unten drin. Da ist ziemlich viel Luft. Warum macht man da kein Gestänge? Warum lässt man das Gestänge weg, das Gasgestänge oder die Gasbremse? Verstehe ich nicht. Wäre sogar schon ein Loch gebohrt. Mensch. Schade. Ja, okay, Hop-Up-Unit gucken wir uns gleich an. Dann bauen wir noch, ja, ist nur eine Schraube, so wie es aussieht, bauen wir noch die Hammer-Unit aus. So, auch eine solche Schraube. Legen wir gleich auch mal alles beisammen. Und die sollten wir eigentlich auch relativ entspannt rausnehmen können. Zusammen hier mit dem Drücker. Es sei denn, ich bin gerade irgendwie doof. Nö, die geht leicht raus. Natürlich einen Finger drauf halten. Hier ist der Disconnector vom Sear, der Valve Locker. Hier ist die Feder von dem Magazindrücker. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob man da auch wirklich vielleicht einen Originalen verbauen kann. Der ist auch leider nur aus Guss. Ist ein bisschen schade. So, dann haben wir hier die Hammer Unit. Ist eigentlich recht überschaubar. Hammer, Valve Knocker Locker und das hier ist das Sear. Da wo der Hammer dann eingreift. Ja, man kennt das System, ist ziemlich nah am Glock-System dran. Also hier kann man sich wirklich nicht vertun. Ich lasse es auch zusammengebaut, weil ist jetzt nichts wirklich Sehenswertes. Ist ziemlich nah am Glock-System dran. So, dann gerade auch mal hier mal durchwischen. Hier ist nämlich alles voll gesifft mit diesem Werksilikon.
Ja, und dann ist das hier quasi der ganze Rahmen. Dann zerlegen wir noch die Hop-Up-Unit. Die ist lediglich mit 3, ja, wenn man so will, 3 Schrauben und einer Mutter. Wenn man mal den Lauf als Mutter sieht, erstmal den Lauf runterschrauben. Falls jetzt viele in die Kommentare schreiben wollten, was ist das für ein Gewinde? Das hier ist ein 12x1 metrisches Gewinde. M12x1, normales Rechtsgewinde. Wie gesagt, der Lauf ist schwer. Das ist kein Alu, das ist Edelstahl. Leider auch noch nicht mal leicht magnetisch, aber ist sehr gut gefertigt. Hier vorne sieht man angedeutet den Polygonlauf, der bei der originalen P7 natürlich verbaut gewesen wäre oder ist. Ja, im Inneren sieht man hier noch Gebrauchs- bzw. Bearbeitungsspuren. Ja, sieht man, das ist nicht so schön, aber naja. Okay, dann haben wir hier einmal an der Rotary vorne haben wir noch einen O-Ring. Den können wir erstmal abmachen. Legen wir den beiseite. Dann können wir hier die Rotary wegmachen. Dann haben wir hier den Hop-Up-Arm. Das ist ja auch aus Stahl gebaut. Der Hop-Up-Arm ist auch aus Stahl. Das ist ja... meine Güte, also da haben sie sich aber nicht lumpen lassen, wa? Dann machen wir die 2 Schrauben gerade mal kurzerhand raus. So. Und dann machen wir die Schrauben noch einfach mal raus. Okay, das sind dann wieder so, ja, Blechschrauben. Groben Gewinde. Ah ja, okay. Das hatten wir jetzt gerade ein bisschen Überredung gekostet. Ja, ziemlich massive Hopper. Hier sieht man das wirklich sehr schön. Hier wäre quasi dieser Kanal. Das wäre sogar lang genug. Also ich nehme an, das müssen die mal irgendwie geplant haben und haben es dann irgendwie weggelassen. Oder es ist bei der V2-Generation, die dann irgendwann rauskommt, da drin. Das ist natürlich, ja, das ist ja echt nervig. Das ist doof gemacht. Ja, hier wäre also der Hop-Up-Arm. Ja, der ist gerade mit einem konkaven Ausschnitt. Und hier ist der Innenlauf. Ist ein Standard VSR-Bucking. Und was haben wir hier? Ja, die Lauflänge messen wir gleich mal. Da haben wir hier so einen konkaven Patch. Ja, das Hop-Up-Gummi würde ich aber auch ehrlich gesagt nicht tauschen. Wobei ich jetzt gerade neugierig bin. Weil mir aufgefallen ist, dass, ja, wie die Abdichtung ist in der Hop-Up-Unit mit dem, ja, das Hop-Up-Gummi, das ist da... Das hat nicht wirklich Widerstand. Das ist ein bisschen schade, okay. Nur vielleicht mal ein bisschen Teflonband drum oder so, damit das ein bisschen besser abdichtet. So, und dann haben wir eine Lauflänge. Wo ist mein Messgerät? Hier. Lauflänge von stabilen, ja, stabile 91. Innendurchmesser werde ich jetzt hier nicht genau messen können. Ja, 6, ich nehme jetzt mal an 6,03. Irgendwie sowas. Der Lauf ist auf jeden Fall aus Aluminium gefertigt. Ich habe auch natürlich vor dem Schusstest habe ich schon, durchgewischt und ich muss sagen, das Hop-Up-Gummi war schön sauber, war nichts versifft mit Silikonöl. Ich meine, man sieht es ja auch jetzt hier. Die Hop-Up-Unit an sich, die ist nicht stark verölt oder so, also da ist alles tippitoppi.
Die will noch nicht aufgeben. Schlittenfahren fängt noch. Cooldown ist okay. Okay, jetzt ist Schluss. Kommen wir zur Schusstest-Nachbesprechung. Schusstest überraschend gut. Naja gut, bei einem starren Lauf habe ich jetzt eigentlich auch nichts anderes erwartet, aber dass das alles hier so sehr zentriert ist, ist schon ziemlich gut. Entfernung war 10 Meter, aufgelegt, Punkt 25 Gramm BBs. Ja, damit hat man eine ziemlich gute Performance für so eine kleine Pistole. Auch die Gaseffizienz ist natürlich sehr überraschend gewesen. Ich habe mit deutlich weniger gerechnet. Wir haben knapp 66 BBs aus einem Magazin verschießen können. Das macht aus einer Gasfüllung verschießen können. Das macht in Summe 4 Magazine, die natürlich noch ein bisschen mehr. Ja, da kann man sich jetzt echt nicht beschweren. Hätte ich nicht gedacht. Dann würde ich sagen, machen wir mal so einen kleinen, ja, so einen kleinen Handling-Test und wie sich das Schussverhalten anfühlt. Natürlich, die ganze Pistole ist jetzt nichts wirklich für kleine Hände, dadurch, dass der Griffrücken sehr breit ist. Vielleicht bringt VFC ja noch die M8-Version raus. Das wäre natürlich ein deutlich schmäleres Griffstück. Naja, aber wie gesagt, nichts für kleine Hände. Für meine Hände, durch diesen Griff, den man natürlich auch noch drücken muss, ist schon ein Brocken in der Hand. Aber okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Schusstest. Und ja, ist schon geil. Also der Abzug ist wirklich, ja, wie soll ich das beschreiben? Man hat hier irgendwie keinen großartigen Vorzugsweg. Das hier wäre der Vorzugsweg und dann ist man direkt an einer Wand und dann muss man nur noch durchziehen und dann, ja, fühlt sich eigentlich gut an. Der Rückstoß ist sehr knackig, muss man sagen. Und fühlt sich auch wirklich gut an. Und der Reset, ich mache es gerade mal so. Ja. Man muss den Abzug fast schon ganz nach vorne führen. Naja, nicht ganz nach vorne, aber da, ja. Der Reset ist dann natürlich ein bisschen lang. Fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an.
Kommen wir zum Fazit. Ja, was soll ich sagen? Natürlich bin ich ein bisschen voreingenommen, was das angeht, weil ich bin sehr gehypt gewesen, als das Modell angekündigt wurde und die ersten Bilder natürlich zu sehen waren. Und ja, für mich natürlich ein ganz, ganz besonderes Schmankerl, auch in meiner Sammlung dann natürlich, was HK-Pistolen angeht. Wirklich ein sehr, sehr seltenes GBB-Modell. So, was kann ich aber jetzt abschließend sagen? Verarbeitung, alles in allem ist gut. Ja, man hat hier keine besonderen Macken oder Kanten, die jetzt markant wären, dass man sagen könnte, das wäre schlimm. Markings sind ja zu 95% alle korrekt. Natürlich fehlt hier Made in West Germany. Hat einen rechtlichen Hintergrund, da es ja bei VSC in Taiwan produziert wird, darf da natürlich nichts mit Made in Germany oder in dem Fall Made in West Germany draufstehen, weil es dann aus Germany kommen müsste. Ja, dann natürlich haben wir auch keine Beschusszeichen drauf, was Markings angeht. Hat auch wieder was mit der rechtlichen Seite zu tun. Da das Ganze ja keine scharfe Schusswaffe ist, geht das Ganze auch nicht zum Beschussamt. Dementsprechend dürfen die auch nicht kommerziell mit Beschusszeichen in Deutschland verkauft werden. Ja, sehr viel Stahl verbaut. Kimmekorn ist aus Stahl. Internals von der Hammer Unit sind aus Stahl, sprich Sear, Hammer, Valve Knocker Locker, natürlich auch der Valve Knocker. Abzug ist aus Stahl, Außenlauf ist aus Edelstahl, das ganze Gestänge hier drin, alles ist aus Stahl gefertigt und langlebig. Das ist natürlich ja, sehr, sehr gut und trägt natürlich dann auch der Langlebigkeit bei. Ja, sehr viele kleine Details, Bedienung weitestgehend wie beim Original. Auch da gibt es nichts zu meckern, fühlt sich wirklich sehr gut an, ist halt ein globiger Klotz in der Hand. Wie gesagt, nichts für kleine Hände, aber okay. Oberflächenfinish finde ich jetzt nicht so gelungen, da hätte man doch was anderes nehmen können. Ihr könnt sehen, ich habe hier jetzt leider schon wirklich ein paar Abnutzungsspuren drauf. Auch der Außenlauf, obwohl er aus, ja, sag ich mal, Edelstahl gefertigt ist, er hat leider dann auch schon ein paar Macken. So, wie gesagt, für Sammler ist im Moment so ziemlich alternativlos. Wer eine haben möchte, der muss bei VFC zugreifen. Vielleicht wartet ihr noch ein bisschen, bis das Teil in einem halben Jahr vielleicht ja, im Preis ein bisschen runtergeht und bei 250 € oder ein bisschen weniger zur Verfügung steht. Da würde ich dann definitiv zugreifen, wenn ihr eine haben wollt, wenn ihr nicht bereit seid, jetzt die 300 € dafür zu bezahlen. Gut, negativ. Ja, in meinem Fall natürlich, Magazin kam undicht an, musste ich mich natürlich erstmal drum kümmern. Ist nervig, aber gut, ist jetzt auch kein Riesenakt für mich gewesen, trotzdem ist es nicht schön. Dann hier der Zerlegehebel, beziehungsweise ich habe es fälschlicherweise als Drücker bezeichnet. Richtige Bezeichnung wäre Montageschieber und Drücker. Der ist leider etwas schwach gefedert, beziehungsweise federgelagert, sodass es passieren kann, dass der Verschluss beim Durchladen, wenn ihr nicht drauf achtet und ihr mit der Hand ein bisschen hier gegenkommt, gegen diesen Knopf, dann kann es sein, dass der Schlitten sich aus der Verriegelung lösen kann. Ist auch nicht so toll. Dann Hop-Up-Unit. Ja, ist jetzt nicht optimal. Da hätte man noch ein bisschen mehr Material auf den Hop-Up-Arm geben können, damit der auch ein bisschen schwerere BBs hoppen kann. Ja, da muss ich dann mal gucken, wie ich das in Zukunft löse. So, dann vielleicht jetzt kein Minuspunkt, aber die Magazinfeder ist ziemlich lang. Wie gesagt, fast doppelt so lang wie das ganze Magazin. Weiß nicht warum. Vielleicht haben sie es gemacht, um ein bisschen mehr Federspannung drauf zu bekommen, um die BBs schnell genug zuführen zu können. Da sehe ich jetzt aber ehrlich gesagt kein Problem, wenn man da eine etwas kürzere Feder nimmt. Würde ja auch dem zutragen, dass man dann ein paar mehr BBs ins Magazin bekommt. Aber okay, es ist halt, was es ist.
Dann natürlich zu guter Letzt noch ein weiteres Manko. Ja, hier dieser Hitzeschutz, das Kunststoffteil, ließ sich bei mir in meinem Fall richtig easy rausziehen. Da musste ich auch erst mit ein bisschen Isoband unterfüttern, damit das da ein bisschen ja, strammer drin sitzt, sodass man das wirklich gewollt rausziehen muss und nicht einfach sich so lösen kann. Ist jetzt auch nicht so schön. Gut, das war jetzt das Negative, aber alles in allem, wie gesagt, wir sind im Moment ziemlich alternativlos, was P7 angeht. Von daher muss man dann wohl da zugreifen. Wie gesagt, in meinem Fall, ich wollte natürlich eine haben. Ich habe lange drauf gewartet und ja, da war mir die Kohle am Ende egal. Gut, was haltet ihr von dem Modell? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich gerne ein Like und ein Abo da. Das wäre sehr schön. Teilt das Video und ja, falls noch nicht erwähnt, alle technischen Daten natürlich unten in der Videobeschreibung. Das war es jetzt von mir. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als Hui Welle allemal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und reingehauen.